Mein Name ist Stefan Mittelböck-Jungwirth-Voringer. Ich bin Projektleiter in diesem Projekt und im Ars Electronica Future Lab. Und ich war quasi verantwortlich einerseits für das Projekt und aber auch für die Art der Inszenierung da bei uns. Projekt in Zusammenarbeit einerseits mit dem Dom, also mit der Domkirche gemacht. Also Inhalt dieses Projekts ist quasi die Inszenierung der Krippenfiguren im digitalen Raum, im virtuellen Raum. Bei dieser Art der Inszenierung, die wir in diesem Jahr gewählt haben, geht es in erster Linie um die Figuren. Grund dafür ist einerseits der, dass die Architektur der Krippe noch nicht restauriert ist und wir deshalb den Fokus sehr stark auf die Figuren legen konnten, was eigentlich eine sehr glückliche Fügung war, weil die Figuren in ihrer Darstellung oder in ihrer Betrachtung in diesem virtuellen Raum eigentlich eine sehr schöne Rolle einnehmen können. Und wir haben deshalb auch versucht, in diesem Jahr die Figuren mit ihrer Bedeutung, vor allem auch aus sehr theologischer Betrachtung, zu zeigen. Die Krippe, die wir hier sehen, ist die sogenannte Sebastian-Osterrieder-Krippe des neuen Linzer Domes. Sebastian Osterrieder ist ein ganz bekannter Bildhauer, akademischer Bildhauer, der vor allem für seine Krippen berühmt geworden ist, die sich europaweit, teilweise sogar auch in Amerika finden. Die Krippe an sich ist 12 Meter lang, sie ist 4 Meter tief und rund 5 Meter hoch. Sie wird von einer Art geschnitzten Bühnenbild, Vorhang, getrennt zum eigentlichen Krippengeschehen. Ich zitiere aus einem Krippenführer aus dem Jahr 1923. Der damalige Generalvikar hat gesagt, sie ist die weltweit größte Krippe. Und er behauptet das so lange, bis ihm das Gegenteil bewiesen wird. Sie ist wirklich eine große und schöne und beeindruckende Krippe, auch in ihren Details und in ihrer religiösen und theologischen Aussage. 1906 hat der damalige Bischof Doppelbauer entschieden, von Sebastian Osterrieder eine solche Krippe machen zu lassen. 1908 wurde ein Vertrag unterschrieben und 1913 war die Krippe fertig. Sie sollte ursprünglich an dem Platz aufgebaut werden, wo sie jetzt steht, unter dem alten Hochaltar im Mariendom. Man hat es aber die ersten Male im Dom oben aufgebaut, um den Besuchern des Domes einen besseren und leichteren Zugang zur Krippe zu ermöglichen. Das Projekt an sich hat damit begonnen, dass das Ars Electronica Center, der Herr Mittelböck, die Krippe digitalisieren wollte. Im Frühling 2020 kamt ihr mit eurer Idee zum Bundesdenkmalamt und wir haben uns dann entschieden, die Krippe doch etwas genauer zu untersuchen, um festzustellen, was ist tatsächlich an ihr zu tun. Im ersten Quartal des Jahres 2020 hat sich herausgestellt, dass die Krippe in deutlich schlechterem Zustand ist, noch mehr als oder fast 100 Jahren, und dass doch etwas tiefer eingegriffen werden muss. Und daher haben wir jetzt erst rund 30 Figuren restauriert. Es sind rund 60 Figuren und 30 Figuren oder 33 Figuren wurden bis jetzt digitalisiert.
Der Grund, warum das so aufwendig ist, warum der Vorgang so lange dauert, ist, die Krippe ist eine besondere Krippe. Sie soll die Stadtansicht Bethlehems zeigen. Sie soll die Architektur, sie soll die Landschaft dort zeigen. Sie ist mit einer starken Tiefenwirkung komponiert und sie zeigt unterschiedliche Szenen. Sie zeigt die Adventsszene, die Weihnachtsszene, die Anbetung der Könige. Diese Ansichten von den Figuren, von rundherum, dass man den Figuren in die Augen schauen kann, das gelingt einem ja in der Krippe im normalen Zustand eigentlich nicht. Und deshalb ist auch so der Gewinn aus dieser Digitalisierung so ein großer, weil man wirklich als Person in diese Szenerie eintauchen kann und diese Figuren in Blickwinkeln und Nähe und Distanz anschauen kann, wie sonst nie. Für die Fachleute ist die Digitalisierung insofern so wichtig, weil sie die Krippe jetzt im Zustand 2020 zeigt. Und in 50 Jahren, wenn wieder Zeit vergangen ist, wenn wieder sich sehr viel Staub abgelagert hat, mit den Krippenfiguren wieder viel hantiert wurde, dann gibt uns das als Dokumentation ein wichtiges Zeugnis auch. Ich bin der Hannes und ich war dafür zuständig, dass ich die interaktive Anwendung halt von dem Projekt mache. Die Anwendung habe ich geschrieben in der Unreal Engine. Und ja, die Engine erlaubt uns im Prinzip, dass wir die Anwendung einmal machen und dann können wir es halt ausspielen auf eine Full HD 3D-Projektion im Mariendom drüben in der Krypta, als auch in einem Virtual Reality Headset, was auch in der Krypta drüben installiert wird für Besucher, und auch im Deep Space in einer 8K-Auflösung, sowohl an der Wand als auch am Boden mit Projektoren. Die Figuren sind bis zu 80 cm groß und können natürlich im virtuellen Raum beliebig groß und beliebig detailnah quasi betrachtet werden. Wir haben das Ganze gemeinsam mit einem Partner gemacht, mit Digilytic. Die haben mit der Technologie Fotogrammetrie, also wir haben die Technologie Fotogrammetrie verwendet und haben so die Figuren digitalisiert. Fotogrammetrie funktioniert so, dass man Fotos von einem Objekt macht, also aus 360 Grad und unterschiedliche Blickwinkel. Und anhand dieser Fotos kann dann das 3D-Modell errechnet werden. Vorteil daran ist auch, dass es eine sehr hohe Detailgenauigkeit gibt. Also das heißt, man sieht auch wirklich sehr gut, wie die Figuren aufgebaut sind, wie die Texturen beschaffen sind, wie die Kleider genau ausschauen. Also auch wirklich so diese Details wie Goldbrokat etc. sind da sehr gut erlebbar. Die Figuren hat die Firma Digilytic eingescannt. Die haben uns das dann einfach in einem 3D-Format gegeben und ich habe den auch in die Unreal Engine eingebunden. Der Detailgrad von den Figuren ist relativ hoch. Im Durchschnitt hat eine Figur ca. 250.000 Polygone. Wirkt sehr hoch, braucht man aber eigentlich im Deep Space bei der 8K-Auflösung, weil du merkst sofort, wann ein Detail abgeht. Im Endeffekt war man ein bisschen optimiert, dass halt je nach Distanz weniger Polygone dann eingeblendet werden. Passt es aber von der Performance recht gut. Die Anwendung erkennt im Prinzip, sobald in die Nähe von einer Figur die Kamera fährt. Und sobald das passiert, das wird anhand von solchen Collision Spheres erkannt,
Sobald das passiert, werden halt die Beleuchtungen eingeschaltet, dann dass der Lichtkegel von oben auf die Figur herab leuchtet, so wie man es da sieht. Und wenn man halt dann eintritt in so eine Sphäre, dann wird auch der Erzähler getriggert und dann kann man sich das anhören, was über die Figuren halt zum Sagen gibt. Die Texte, die wir da abspielen oder die wir da zugänglich machen, sind vom Dompfarrer Maximilian Strasser geschrieben worden und vom Schauspieler Franz Strasser eingesprochen worden, und die hört man dann eben in diesen neuen Szenen. Also das heißt, die Figurengruppe, diese Krippe wurde eben in 9 Szenen unterteilt, und in diesen Szenen hört man dann auch diese Texte. Ein Mann kniet vor dem Kind und hält einen Korb mit Früchten hin. Er will der jungen Familie Nahrungsmittel schenken. Diese Geste erinnert zugleich an das, was ein gläubiger Israelit jedes Jahr beim Erntedank getan hat. Er hat einen Korb mit Feldfrüchten zum Heiligtum gebracht, ihn dem Priester übergeben und sich vor dem Herrn, seinem Gott, niedergeworfen und ihm gedankt für das Land, in dem er leben kann und Lebensunterhalt findet. Das Kind in der Krippe ist Ort, an dem Menschen Gott begegnen und ihm für alle guten Gaben danken. In jeder Messfeier werden Brot und Wein zum Altar gebracht. Gott wird gepriesen für das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, für den Wein die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Damit wird die Bitte verbunden, dass diese Gaben Brot des Lebens und Kelch des Heiles werden. Die Anwendung läuft in 2 verschiedenen Modi. Einerseits der automatische Modus, der was dann interessant ist in der Krypta drüben. Das heißt, man muss eigentlich nichts machen und das läuft automatisch durch. Die Kamera fährt von Figur zu Figur. Immer wenn in so eine Collision Sphere die Kamera eintritt, dann wird automatisch der Erzähler, wo man halt die Stimmen, die Aufnahmen gekriegt haben, wird dann halt getriggert und dann wird das abgespielt. Die Krippe ist jetzt im Moment so konzipiert, dass man es mehr oder weniger an 3 Orten, wenn man so will, anschauen kann. Einerseits bei uns im Deep Space 8K, im Ars Electronica Center. Darüber hinaus ist es im Dom in der Krypta zugänglich, also in der Nähe der Originalkrippe. Da wird es je nach Möglichkeiten dann auf 2 Arten zugänglich sein. Einerseits ebenfalls über eine Stereoprojektion, aber auch über ein VR-Headset. Und darüber hinaus ist diese Szene, wie man es da jetzt auch sieht, online besuchbar, also auch so mit der Idee, gerade jetzt angesichts der Situation ist es wichtig, dieses Projekt nach Hause zu bringen zu den Leuten, um es dort auch erfahrbar zu machen.